So, hallo von meiner Seite aus und vom Stefan auch. Ich bin der Manuel Leitner, wie man lesen kann. Ich bin Lead Gameplay Programmer, bin verantwortlich fürs Producing auf der Gameplay-Seite und eben seit 2015 auch Branch Manager für unser Büro in Erlangen. Ja, ich bin der Stefan Maudus, bin Lead Integrator und Gameplay Programmer. Also ich kümmere mich bei uns um die ganzen Fahrzeuge, um die funktionale Integration der Fahrzeuge ins Spiel. Ja, ich denke, wir fangen gleich mal an. Ja. Und wir wollen euch eben heute mal vorstellen, welche Fahrzeuge wir in der Premium Expansion haben. Der Boris hat schon gesagt, die Premium Expansion kommt am 14. November raus. Und wir zeigen euch jetzt eine ganz, ganz kleine Auswahl der neuen Fahrzeuge. Wie man hier schön sieht, unsere neue Map, Silonka, ist mitteleuropäisch, ist ein bisschen so polnisch, tschechisch angehaucht. Wir fahren gleich durch ein kleines Dorf. Man sieht, es ist eher so polnische, ländliche Gegend. Manchmal auch so kleine bis mittelgroße Stadt. Und was wir hier sehen, ist ein neues Fahrzeug, und zwar von der Marke Famet. Kennen wir schon aus der Basegame. Hierbei handelt es sich um den Famet Phantom 1250 Pro. Das ist ein relativ großer Grupper mit 12 Meter, ich rede einfach weiter, mit 12,50 Meter Arbeitsbreite, braucht 550 PS. Und deswegen haben wir jetzt ja auch den kleinen Vortrag davor gehabt. Wie man hier vielleicht schön sieht, die neue Stadt von Silonka. Und wir haben uns eben euer Feedback zu Herzen genommen. Ihr habt gesagt, bei der Forestry Map vom letzten Jahr, die hat euch gerade im Innenstadtbereich sehr gut gefallen, weil eben sehr, sehr viele Details verbaut waren. Genau das haben wir eben hier versucht aufzumachen. Ich muss sagen, ich muss mich von Stefan entschuldigen, der ist gestern 150 Kilometer hierher mit dem Fahrrad gefahren, dementsprechend ist er noch ein bisschen wackelig. Aber was wir jetzt eben machen, wir fahren jetzt links zum Stoppelacker und werden mal mit dem Stoppelstoß beginnen. Jetzt sieht man auch eine schöne Klappanimation. Unser Soundteam hat auch wieder viel gearbeitet an den verschiedenen Sounds, um eben neue Klackgeräusche und Hydraulikgeräusche einzubauen. Das hat gestern besser funktioniert. Man sieht es alles live, ist kein Video. Im Normalfall kann der Stefan das besser, aber das erste Mal auf der Bühne, das ist verschieden. Also, man kennt die meisten Sachen aus der Basegame. Wir haben Bodenanimationen, wir haben Partikel, die spawnen, um es eben möglichst realistisch darzustellen. Er schafft auch den Anschluss, sehr vorbildlich. Das ist schon mal was. Und wir können dann, denke ich, weitergehen zu einer weiteren Neuerung unseres Spiels. Genau, hier auf dem nächsten Feld haben wir gleich die nächste Maschine. Der Boris hat es bereits gesagt, wir haben in unserer Premium Expansion unseren Hauptmerk aus Gemüseanbau. Wir haben 3 neue Fruchtsorten, einmal Pastinake, rote Beete und Karotten. Was ebenfalls neu ist, dafür brauchen wir die Maschine, ist, wir arbeiten im abgesetzten Verfahren mit den neuen Gemüsesorten. Das heißt, wir haben hier eine Grimme GF 800. Das ist eine 6 Meter Maschine, die 8 Dämme formen kann. Das ist eine Dampfräse. Und dieses abgesetzte Verfahren bedeutet eben nicht so wie bei unserer Kartoffelansaat, wo wir eben Dämme machen und gleichzeitig Kartoffeln legen. Und wir sehen bei der Gemüsesaat jetzt so, wir haben einmal die Dampfräse, die Dämme anlegt und später eine Maschine, die da direkt in die Dämme einzählt. Was man bei der Maschine eventuell schön sieht, ist, wir haben auch vorne wieder schöne Animationen, Partikelanimationen, um eben dieses Aufwärmen des Bodens oder diesen Freischlagen oder darzustellen. Der Stefan kann bestimmt noch was zur Maschine sagen. Ja, also die Maschine braucht auf jeden Fall auch genügend Leistung für die Fräse. Deswegen haben wir auch hier den großen 7R davor, also 280 PS werden mindestens benötigt. So, aber da können wir hier dann den Helfer weitermachen lassen und wir switchen in die nächste Maschine. Genau. Wir haben jetzt die Dämme angelegt und jetzt brauchen wir natürlich eine Sämaschine, die unsere Karotten ansät, weil wir wollen jetzt Karotten ansehen und später im Verlauf der Präsentation diese auch ernten.
Wir haben hier eine Querneland Mini Air Nova, 3 Meter Maschine mit 4 Saateinheiten. Das heißt, wir können 4 Dämme gleichzeitig besäen. Unten rechts sieht man es vielleicht, die Sämaschine hat nur 16 Liter Inhalt. Das liegt hauptsächlich daran, dass es eben Feinsaaten oder Feinsämereien sind, die mit der Maschine gesät werden können. Weil eben dieses Karottensaatgut sehr, sehr klein ist. Eine Neuerung, die hat der Boris vorhin bei Horst schon vorgestellt, ist, dass wir jetzt die Saatkörper animieren, die andere Rollen sind, bewegen sich ein bisschen dynamischer, um eben nicht dieses aus der Vergangenheit eventuell unbeliebte Schema, dass eben die Sämaschine komplett starr ist. Wir haben jetzt sehr viel mehr Dynamik drin, Saatkörper bewegen sich, die Schläuche bewegen sich, die andere Rollen bewegen sich. Und was man eventuell hier auch noch sieht, nachdem wir jetzt in diesem abgesetzten Verfahren arbeiten, müssen wir irgendwie darstellen oder euch sichtbar machen, wo schon gesät wurde. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir eben da, wo gesät ist, eben schon in den Boden ein bisschen dunkler machen, damit es eben schöner gesehen werden kann. Stefan, hast du noch was zur Sämaschine? Nee. Also dadurch, dass man die Dämme gepflanzt hat davor, bekommt man ja auch eben einen Ertragbonus. Also theoretisch könnte man die Pflanzen auch so pflanzen, aber würde dann weniger Ertrag bekommen. Genau. Ja, ich hätte noch was, und zwar, wir haben hier eine 4-reihige Sämaschine. Wir haben eine Dampffräse mit 8 Reihen, also kann man davon ausgehen, dass da eventuell noch eine zweite Sämaschine dazukommt, die wir heute aber noch nicht vorstellen. Genau. Ja, und da kommen wir schon zum Thema Pflanzenschutz. Also wir haben gerade gesät, wir sehen hier einen Bestand, der voller Unkraut ist, nicht optimal. Deswegen geht es ums Thema Pflanzenschutz. Und wir sehen hier einen neuen Hersteller. Wir haben insgesamt 4 neue Hersteller im DLC. Das hier ist Agrio, das ist ein tschechischer Hersteller für Spritztechnik. Die bauen Selbstverspritzen und eben gezogene Spritzen. Wir haben hier den Gigant, wird zukünftig mit dem DLC die größte Anhängespritze in unserem Spiel sein. Eine Tandemspritze mit 13.500 Liter Fassungsvermögen. Wir haben aktuell ein 36 Meter Gestänge verbaut. Im Shop kann man das konfigurieren. Wir haben eine Auswahl 27, 30, 33 und 36 Meter Gestänge. Wir haben natürlich unsere normalen Features auch wieder implementiert, dass man eben verschiedene Arbeitsbreiten und Teilbreiten einstellen kann. Genau, die Spritze passt sich ja auch perfekt im Boden an. Genau. Ja. Und wenn wir jetzt am Ende der Reihe kommen, wird der Stefan das mal zusammenklappen, damit man eben sieht, dass auch die Animation eigentlich ganz schön realisiert ist. Also man sieht hier auch die Animation, also die Klappung hier ist hier ein bisschen anders umgesetzt, also die ist nicht über normale Hydraulikzylinder, sondern das wird hier über ein Seil gemacht, was da hinten dann umgelenkt wird und dadurch klappt die ganze Spritze auf. Also man hat nur in der Mitte die Mechanik dafür und außen hat man dann gar nichts mehr an Hydraulikzylindern und sonst was. Das ist auch ein bisschen besonders. Ja, genau. Genau. Wir sind mit dem Pflanzenschutz fertig. Hoffen, dass unsere Pflanzen sehr, sehr gut gewachsen sind und kommen jetzt eben zur Ernte. Was man hier sieht, unser FarmCon-Fahrzeug in der Warrior Edition mit einer speziellen Lackierung. Das ist ein Deutz-Fahr 6 185 TTV Warrior. Den gibt's eben, den müsste es eigentlich schon geben ab 12 Uhr im Mod-Hub. Könnt ihr euch runterladen mit allen Konfigurationen. Und hinten dran. Und draußen gibt es genau den gleichen Schlepper. Genau. Da ist auch ein Poster vorne drauf, also kann man den gleichen Schlepper auch in echt sehen. Ja. Genau. Hinten dran haben wir eine Maschine eines weiteren neuen Herstellers. Das ist die Firma DeWolf aus Belgien. Ist Marktführer im Segment nicht Kartoffel, sondern Gemüseernte. Was wir hier sehen, ist eine DeWolf GBC. Steht für gezogener Klemmbandroder mit Bunker. Kompakt, das heißt, es ist eine sehr kompakte Maschine. Hat einen Bunker, damit wir eben nicht während des Rodevorgangs abladen müssen. Klemmband bedeutet, dass er eben die Pflanze packt über ein Band und die Pflanze nach oben rauszieht. Die Animation sieht man ja schön, das heißt, die Karotten kommen alle dem Band folgen nach oben, verlieren Dreck, oben wird das Grünzeug weggemacht und die Karotte dann über abgelegt. Jetzt sind wir schon relativ voll mit unserem Bunker, wir haben 95%, eine zweite Reihe rentiert sich nicht mehr. Deswegen fährt der Stefan jetzt mal zum Ausladen. Wir sehen ein weiteres neues Fahrzeug, und zwar einen Farntech Dreiachser DDK 2400. Farntech kennen wir schon aus dem Basisspiel oder von den älteren Spielen. Das ist jetzt eben ein neues Fahrzeug als Dreiachser ausgelegt. Den gibt es in verschiedenen Konfigurationen im Shop. Einmal als Plattformwagen oder Ballenwagen, Palettenwagen
Dann einmal mit dieser 60er Bordwand, also 60 cm Höhe Bordwand eben für die Karottenernte. Und dann eben noch als normalen Kipper müsste 1,60 Meter Bordwand sein. Was man hier jetzt schön sieht, ist eine der großen Neuerungen unserer Premium Expansion. Unser Foliage, unsere Fruchtsorten passen sich dem Winkel, den Saatwinkel an. Das ist jetzt ganz neu für die Gemüsesorten. Das heißt, je nachdem, in welche Richtung ich sähe, in dieser Richtung wachsen auch die Pflanzen. Auf unser bekanntes Raster von 60 Grad Winkel. Ich denke, im Hintergrund hat man schon gesehen, da steht ein weiterer Schlepper mit einem Kröger-Anhänger und auf diesem sind Holzkisten verladen. Oftmals ist es bei Karottenernte oder Gemüseernte so, dass die Karotten eben nicht über einen Bunker gerodet werden und an den Anhänger gekippt werden, sondern eben in sogenannte Holzkisten abgeladen werden. Und dafür haben wir eben neue Fahrzeuge. Zum Beispiel auf der linken Seite beim Rigid-Truck hängt bereits vorne ein weiteres Tool einer neuen Marke dran. In dem Fall ist es die Marke Vifo, das ist aus den Niederlanden, und die bauen Dreipunktgeräte für den Palettentransport. Der Stefan kann da dazu noch was sagen. Genau, also da kommen auf jeden Fall noch ein paar mehr Maschinen von Vifo und die erleichtern eben das Verladen der Paletten, also auch vor allem auf dem Feld, dann auf den Anhänger und so weiter. Genau, und auf der anderen Seite, hinter den Deutz, haben wir einen weiteren Deutz mit einer weiteren Maschine von DeWolf. Das ist der GCCI, steht für gezogener Klemmbandroter mit Kistentransporttechnik. Das bedeutet, vor der Rodung können wir 4 Kisten aufnehmen, 4 leere Kisten, die wir vorher im Shop gekauft haben und zum Feld transportiert haben. Und während der Rodung werden diese Kisten eben gefüllt. Und sobald sie voll sind, kann man sie eben einfach wieder abstellen und dann eben auf weitere Anhänger verladen. Genau. Ja, das war unser kleiner Ausblick. Wie bereits vorhin schon erwähnt, wir haben mehr als 35 Fahrzeuge für diese Expansion. Wir haben 4 neue Hersteller. Ja, seid einfach gespannt auf die Factsheets, die in den folgenden Wochen rauskommen. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen und einen offiziellen Release-Trailer, wo wir eben alles nochmal vorstellen. Ja, vielen Dank von meiner Seite und natürlich auch vom Stefan. Ja. Und ich hoffe, euch hat es gefallen.